Es klingt albern, aber ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. So, ich bin gleich, glaube ich, einem Ort mit einem traumhaften Ausblick. Jetzt kommt sogar noch die Sonne raus, kurz vor dem Sonnenuntergang. Also, weiter oben gibt es einen Ort für, ich glaube, für 10 Euro kann man irgendwo sich auf eine Plattform stellen und hier runter gucken. Das ist schon schön. Aber hier runter zu fahren, erst mit dem Scooter und dann diesen Weg zu laufen, um jetzt gleich direkt vor diesen Terrassen zu stehen. Ich habe wirklich, es klingt albern, aber ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut. Ich sehe das hier schon ein bisschen und muss noch ein bisschen weiterlaufen, um das ganze Ausmaß zu sehen. Aber es war jetzt schon die richtige Entscheidung. Selbst wenn ich hier irgendwo in Kuhscheiße lande, weil hier ist verdammt viel Kuhscheiße, dann weiß ich, dass es trotzdem die richtige Entscheidung war, bis hier runter zu gehen. Also, das ist hier Kuhscheiße, ganz schön viel. Alter, so riecht es auch. So, gleich geschafft. Wow. Das ist einfach krass. Das ist krass. Guckt euch das an. Das sieht einfach... Es sieht einfach nur krank aus. Kann das gar nicht anders sagen. Wir gehen mal noch ein bisschen weiter. Ich weiß leider überhaupt gar nicht, wo diese Wege hinführen. Das stand einfach nur da Richtung Village. Das erinnert mich an meine Zeit in Pakistan, wenn ich bei meinem Freund Saad in seiner Heimat zu dem Dorf gefahren bin, an Reisfeldern vorbei. Es war einfach der Duft von Reis, und nicht schwer zu erkennen, gibt es hier nochmal in intensiver Ausführung den Duft von Reis. Das ist einfach krass, was man hier sehen kann. Ja, also wer die Muße hat, ein bisschen zu laufen, auf jeden Fall bis hier runter, um diesen Ausblick zu haben. Gehen wir noch ein bisschen weiter. Also hier scheint intensiver Kuhverkehr zu sein. Bei diesen ganzen Kuhfladen, die man hier sieht, ist hier einiges unterwegs. So.
Ja. Ich weiß nicht, wie weit ich jetzt noch gehen soll. Aber hier sieht man schon, warum das eine UNESCO-Weltkulturerbe ist, glaube ich. Und das ist ja nur ein Teil von mehreren. Aber es ist so riesig. Die ganze Zeit eine Fliege. Eine Fliege vor der Linse. Hallo. Die will auch ins Fernsehen. Und mir kamen vorhin schon Leute entgegen, 2 Frauen. Es ist einfach unvorstellbar, wie man hier hochbuckeln kann. Und ich sehe gerade, okay, jetzt muss ich irgendwie Platz machen. Jetzt kommt nicht nur ein Mensch hinter mir, sondern auch ein kleines Tierchen. Vielleicht hier. Vielleicht machen wir hier mal Platz, um die beiden durchzulassen. Hallo. Ni hao. Ja, die beiden Frauen, die ich vorhin gesehen hatte. Oh, voll mit Holz hinten auf dem Rücken. Ja, also das sieht nicht gerade nach einem sehr freundlichen Weg aus, hier hochzulaufen. Und das ist knallharte Arbeit. Wer das heute noch macht, ja, ohne oder mit nur ganz wenigen Hilfsmitteln, das ist einfach, auch das ist noch 2025, auch in China noch. Zu allen abgespaceden Videos, die man finden kann über dieses Land, über die Moderne, die es hier natürlich auch gibt, gibt es auch noch das hier. Und das ist krank. Das in Verbindung mit diesem Ort hier. Ich glaube, mal ein bisschen weiter gehe ich noch. Ja, bin noch ein bisschen weiter gelaufen. Schade, dass es schon so spät ist. Ich glaube, ich werde einfach noch weiter runter. Aber das wird dann zu spät. Aber ich meine, was für ein traumhafter Wanderweg. Einfach hier lang zu laufen. Und diesen Ausblick. Das Wasser plätschert. Der Duft. Den Duft kann ich euch nicht übermitteln, aber es duftet einfach so schön nach Reis. Einfach, ach komm, wir laufen noch weiter. Ich komme hier vielleicht nie wieder in meinem Leben her. Also wenigstens bis zu der Kurve da vorne. Und da kommt ihr jetzt einfach mit. Wirklich, das sind Momente, die vergesse ich nicht. Also, hier ist es ja eine Mischung aus Natur und was die Menschheit geschaffen hat, aber wirklich
mit einfachsten Mitteln vor, ich glaube, vor über 1000 Jahren wurden diese Terrassen schon geschaffen. Erschaffen, erbaut. Keine Ahnung, was die richtigen Worte sind dafür. Ich lag nicht komplett falsch mit 1000 Jahren, denn es ist sogar über 1300 Jahre her, dass die Hani-Minderheit hier in China diese Yunyang-Terrassen erschaffen hat, erbaut hat und das wirklich mit einfachsten Mitteln, aber ein unglaublich interessantes System entwickelt hat. Und was ich daran so spannend finde, ist, dass alle Menschen, die in diesem System mitarbeiten, von der Terrasse ganz oben bis zu der Terrasse ganz unten, miteinander arbeiten müssen, denn sie müssen sich das Wasser teilen, was von oben nach unten fließt. Das finde ich einen total interessanten Aspekt in der Landwirtschaft, dass sich alle dort miteinander absprechen müssen, dass die Kanäle zur richtigen Zeit geöffnet und geschlossen werden müssen, so dass all die Terrassen die notwendige Menge an Wasser haben. Ich laufe jetzt hier noch ein bisschen rum. Ich genieße diesen Moment mit dem Blick über diese Reisterrassen und ich hoffe, dass euch dieser Ausflug gefallen hat, denn ich kann euch nämlich versprechen, das war nicht das einzige Video hier. Es wird noch mehr davon geben, weil ich habe hier noch viel mehr erlebt und von daher lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat und folgt mir, wenn ihr noch mehr davon erleben und nicht verpassen wollt. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Niemand da. Außer ich.